Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video von mir. Ich bin heute mal wieder an meinem kleinen Waldcamp und ich fange da heute so eine kleine Serie an. Ich werde hier jetzt bald öfter mal direkt am Lagerfeuer leckere und gesunde Gerichte kochen. Es gibt heute mein erstes Video dazu und ich bin gespannt, wie das so abläuft und ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, da würde ich sagen, auf geht's. Jetzt heulen hier die Sirenen auf. Ich habe noch überhaupt kein Feuer gemacht. Und das erste, was ich jetzt mache, ist Feuer. Jetzt habe ich mir erstmal ein bisschen Holz vorbereitet für das Feuer. Ich habe Fichtenholz zum Anfeuern und Eichenholz. Das Eichenholz ist ein bisschen härter und es brennt auch länger, weil ich brauche doch ein bisschen Glut jetzt. Und zum Anfeuern nehme ich das Fichtenholz. Ja, also das Feuer ist schon mal an. Es hat richtig gut geklappt. Und was mache ich heute eigentlich für ein Gericht? Ich habe mir gedacht, ich mache mal Pancakes mit flambiertem Obst. Und ich werde jetzt erstmal den Teig anrühren und dann geht es mit der Pfanne ans Feuer. Es gibt nichts Schöneres als der Rauch von einem selbst entflammten Feuer. Ich finde es richtig geil, der Geruch. Für den Pancake-Teig, da habe ich so allerlei eingepackt. Hier Dinkelmehl, dann die eine oder andere Banane. Dann habe ich noch hier so Vanille mitgenommen, so eine Vanillemühle. Da werde ich ein bisschen was dazugeben. Dann haben wir hier noch Mohn, gebe ich mit rein. Ein bisschen Rohrzucker und natürlich
Pflanzenmilch. Und das kommt jetzt alles hier in die Schüssel rein und wird schön durchgeknetet. Und dann geht es ab ans Lagerfeuer. Zuerst kommt 150 Gramm Dinkelmehl rein. Dann ca. 2 bis 3 Gramm Natron. Eine Prise Salz. Ein wenig von der Vanille. Dann gebe ich noch 2 Teelöffel Mohn da rein. 1 und der zweite. Ein wenig Leinsamen. Dann kommen noch 250 Milliliter Pflanzenmilch da rein. Eine zermatschte Banane. So, die wird schön zerdrückt und zermatscht. Die Banane. Und jetzt wird ordentlich durchgerührt, dass es eine schöne, cremige, homogene Masse gibt. Und wenn das ein bisschen zu flüssig ist, dann kann man da noch ein bisschen mehr Mehl reingeben. Und dann gibt es eine richtige, schöne, fluffige, cremige Teig. Und während der Teig jetzt ein bisschen ruht und durchzieht, kümmere ich mich jetzt noch mal um die Feuerstelle mit Grillrost und Pfanne. Auf geht's! Und diese Pfanne hier, die habe ich mir extra besorgt für das Lagerfeuer hier. Diese Pfanne ist aus Edelstahl und die hatte extra Anti-Haftbeschichtung, die keine giftigen Inhaltsstoffe beinhaltet. Das war mir sehr wichtig, dass, wenn die Pfanne doch mal stark überhitzt wird, keine Giftstoffe abgibt ans Essen. Bevor ich jetzt den Teig in die heiße Pfanne gebe, drücke ich jetzt noch diese Zitrone aus und gebe die zu dem Teig dazu, weil die Säure von der Zitrone, die aktiviert erst jetzt das Natron und erst dann gehen die Pancakes dann so richtig auf. Und nochmal gut umrühren, dass sich der Zitronensaft mit dem Teig auch gut vermischt. Die Pfanne ist jetzt heiß genug und da würde ich sagen, starten wir mal den ersten Versuch für den ersten Pancake. Ja Leute, das scheint zu funktionieren. Also der Pancake sieht richtig gut aus und da brennt auch nichts an, null. Ich bin richtig happy gerade. Jetzt machen wir den ersten Geschmackstest. Also die fühlen sich gut an, die sehen gut aus. Guck, richtig fluffig, wenn man den so auseinanderreißt. Und schmecken tut er auch gut. Also der erste Geschmackstest, muss ich sagen, ist wirklich gelungen. Schmeckt richtig, richtig lecker, die Leute. Diese Pfanne, das ist meine neue Lieblingspfanne. Ohne Fett, ohne Öl, hier brennt nichts an. Und auch der Griff, der wird nicht heiß, also nur hier vorne. Aber hier hinten, also der ist ziemlich lang der Griff. Und hier hinten, da brauche ich keinen Handschuh, nichts.
Also das ist wirklich top, ey. Richtig krasses Teil. Bis jetzt läuft es richtig gut mit der Pfanne, mit dem Feuer und mit den Pancakes. Und während jetzt diese Pancakes zwischendurch weiter backen, mache ich mich mal ans Obst schneiden. Wenn die Pancakes fertig sind, dann geht es ans Flambieren vom Obst. Und dann werde ich auch schon anrichten. Und dann ist es heute auch schon fertig mit dem Gericht. Also bis gleich. Und an Obst habe ich heute dabei Trauben, einen Apfel und eine Birne. Und das schneide ich jetzt alles klein und dann kommt es ab in meine Gusseisenpfanne und dann wird ordentlich flambiert. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Ja, auf geht's. Und eine Traube gibt es für mich. Habt ihr das gesehen? So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Gusseisenpfanne richtig heiß ist. Und dann kommt auch schon das Obst rein. Ab mit euch in die Pfanne. Das hört sich ja fast an wie Knallerbsen. Ja. Das macht gerade so viel Bock hier. Richtig viel Spaß macht das hier. Seht ihr, wie das anfällt? Richtig schön angeröstet, das Obst. Und das Ganze lösche ich jetzt nochmal ab mit Traubensaft. So, der kommt auch noch da rein. Und das lasse ich jetzt einköcheln. Und dann habe ich so einen richtig schönen Sud. So, es ist vollbracht, Leute. Schaut euch das mal an. Richtig leckere Pancakes mit Obst. Direkt vom Lagerfeuer. Und dazu gibt es einen schönen Traubensaft. Ja Leute, das war's heute von mir. Ich lasse mir jetzt richtig gut gehen hier, lass mir es schmecken. Trink zu den Pancakes diesen leckeren Traubensaft. Und ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wie gesagt, das war mein erstes Lagerfeuer-Video und ich werde in Zukunft noch mehr machen in diese Richtung. Und wenn ihr wollt, dann bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Ciao. Jetzt ohne Scheiß. Das schmeckt so abartig geiles Zeug. Ey, ich würde mir jetzt wünschen, ihr werdet hier und könnt selber probieren. Boah, hey. Wirklich, der Pancake, der ist so fluffig geworden. Ich glaube, ich habe die ja schon öfter gemacht, aber ich glaube, das ist der beste bisher. Vielleicht liegt es am Feuer. Und auch dieses flambierte Obst in Verbindung mit den Pancakes. Wirklich, das ist Foodporn, sage ich euch. Ich bin so zufrieden damit. Also wenn es so weitergeht, dann kann das nur gut werden. Deswegen
Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und abonniert endlich den Kanal, weil hier geht es noch richtig zur Sache, Leute. Also, macht's gut. Ciao.